Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Auffall. Hier vorne ist es aufgefallen. Ich habe meine Krawatte abgenommen, weil jetzt muss ich erstmal durchatmen nach so vielen wertschätzenden und lobenden Worten. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich mir nicht der Bedeutung dieser Antrittsvorlesung bewusst wäre. Danke für Ihre Worte. Sie machen einen demütig, weil man gar nicht weiß, wie man mit so vielen positiven Eigenschaften, wie man denen gerecht werden kann. Der Titel meiner Antrittsvorlesung ist etwas außergewöhnlich, denn er weist eher weniger auf eine Einführung in mein Fachgebiet hin, als auf eine globalere Perspektive. Und darum denke ich, dass ich diesen auch erstmal einführen sollte. Ich spiele einmal ganz kurz selber hier rum, damit es dann auch passt. So, klar ist, Sie haben es angekündigt, der Titel bezieht sich auf den ersten Bericht des Club of Rome, genannt The Limits to Growth oder die Grenzen des Wachstums, herausgegeben 1972, vor genau 50 Jahren. 4 Jahre zuvor, 1968, war den Menschen durch dieses ikonische Foto klar gemacht worden, dass wir auf einem Raumschiff Erde leben. Die Ressourcen, die uns dieser kleine blaue Punkt bietet, die müssen uns ausreichen. Doch die Anzahl der Menschen auf dem Raumschiff Erde wächst. In meiner Lebenszeit hat sich diese fast verdoppelt. Und wir Menschen nehmen Raum ein, wir verbrauchen Ressourcen. Und dies geht einher mit zunehmendem CO2-Verbrauch. Ein Versprechen des Kapitalismus war doch, dass stetiges Wachstum mit einem Abnehmen der Armut und einem Abnehmen der Ungleichheit einhergeht. Die absolute Armut nahm tatsächlich ab. Die Ungleichheit nahm jedoch zu. Und da Einkommen gekoppelt ist mit Verbrauch und damit auch mit zunehmendem CO2-Ausstoß, sehen wir hier, dass eine sehr große Ungleichheit im CO2-Ausstoß einzelner Länder vorliegt. Seit jeher ist das Bauwesen das Symbol für Wachstum. Und wir wissen seit einigen Jahren, dass der Bausektor auch für einen sehr großen Anteil des CO2-Ausstoßes steht. Die Antwort der Europäischen Union ist, weiterhin auf Wachstum zu setzen, nun eben auf grünes Wachstum. Ob dies gelingen kann, weiterhin steigendes Bruttoinlandsprodukt bei abnehmenden Umweltschäden, diesen Beweis müssen wir erbringen. Aber es ist sehr gut, dass wir uns daran versuchen. Der Green Deal rückt den Holzbau in den Fokus. Der Holzbau soll wachsen und das ist gut. Doch kann der Holzbau diesen Anforderungen gerecht werden? Oder gibt es vielleicht doch Elemente, die Grenzen des Wachstums für den Holzbau darstellen können? Und falls es diese Grenzen gibt, wie können wir ihnen begegnen? Mit all diesen Fragen breche ich mit der Konvention. Denn ich werde Ihnen keine klassische Einführung in mein Fachgebiet geben. Ich werde auch darüber hinausschauen. Ich kann nicht anders. Das Thema beschäftigt mich einfach. Und mit Blick auf die Krisen dieser Welt, Klimakrise, Energiekrise, Krieg in Europa, hielt ich es auch irgendwie für unangebracht, zu Business as usual überzugehen und Ihnen einfach etwas über mein Fachgebiet zu berichten. In dem nun folgenden Abschnitt möchte ich Sie also mitnehmen in ein paar Gedanken zum Bauen, die mir wichtig sind. Nicht, weil ich Urheber dieser Gedanken wäre. In sehr vielen Fällen haben diese Gedanken andere Mütter oder Väter. Deswegen würde ich sie auch nie Thesen nennen. Aber diese Gedanken ergeben für mich Sinn. Aufbauend auf diesen Gedanken möchte ich ein paar Handlungsempfehlungen denken, bei denen ich glaube, dass der Bausektor beitragen kann. Anschließend gehe ich eine Skalenebene tiefer und möchte Ihnen konkrete Projektideen vorstellen, die zu diesen Handlungsempfehlungen passen, die ich mit unserem Institut gerne umsetzen möchte. Anschließend geht das Pendel zurück
zu einem weiteren Gedanken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Herausforderung annehmen und in den kommenden 30 Minuten mit mir auf dieses Pendel steigen. Nummer 1. Der Waldumbau muss noch stärker im konstruktiven Holzbau ankommen. Dies belegen nicht nur die Klimahüllen für Fichte und Kiefer. Wir wissen alle, dass die Anzahl der Kalamitäten zunimmt. Unsere meistverwendeten Nadelhölzer sind unter Druck. Darüber hinaus geht die Anpflanzung dieser vom Holzbau meistverwendeten Holzarten zurück, welches nun den Fokus auf das Laubholz legt. In normalen Jahren schlagen wir etwa 1/4 Laubholz. Doch nur der allergeringste Teil davon kommt auch als Schnittholz bei uns an. Und die Hälfte dieses Wertes geht in den Export. Eine stärkere, oder ich denke, wir müssen jetzt diese Entwicklungen aufgreifen, denn der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik sieht unseren Nadelholzbedarf noch für 15 bis 20 Jahre durch inländische Versorgung gedeckt. Und mit Blick auf die zeitliche Dauer von einer Idee im Bauwesen bis zur breiten bauaufsichtlichen Einführung glaube ich, dass jetzt in den kommenden Jahren die entscheidenden Jahre sind, um diesen Wechsel wirklich voranzubringen. Eine stärkere Diversifizierung der Holzarten als bislang würde uns auch helfen, uns von einzelnen Preisentwicklungen zu entkoppeln. Entkoppeln auch von einem Risiko zunehmender notwendiger Importe. Was das bedeutet, haben uns die letzten 2 Jahre ja sehr deutlich gezeigt. Nummer 2. Ich gehe davon aus, dass die Preise für Baustoffe stärker steigen werden als die Personalkosten. Und ja, auch ich kenne die letzten Zahlen sinkender Baustoffpreise. Klar ist, Preise sind immer das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Ressourcen auf unserer Erde knapper werden und gleichzeitig befinden wir uns aktuell in einem fossilen Energiekrieg. Die Energie, die notwendig ist, um aus unseren Ressourcen Baustoffe herzustellen und diese Baustoffe dann auf die Baustelle zu transportieren, sind plötzlich zum Preistreiber geworden. Auch wenn dies im Vergleich zu energieintensiven Baustoffen für den Holzbau weniger drastisch sein könnte, wird es dort auch die Auswirkungen zu spüren sein. Das bedeutet für mich, dass Ressourceneffizienz in Zukunft auch ökonomisch wieder Sinn machen wird. Und ehemals vielleicht als zu arbeitsintensiv abgestempelte Bauweisen sich wieder lohnen werden. Welche Möglichkeiten sehe ich für uns unter diesem Titel der Ressourceneffizienz? Ganz viele Jahre habe ich mich mit diesen Trägerformen beschäftigt. Faszinierend, von den Abmessungen, von den möglichen Formen, mechanisch hochinteressant. Mit Blick auf das soeben Gesagte glaube ich jedoch, dass der prozentuale Anteil dieser Bauform abnehmen wird zugunsten einer Zunahme der aufgelösten Tragwerke. Ich sehe jedoch auch ein Potenzial für Vollwandträger. Und zwar, indem wir diese noch mehr hybrid denken. Seit Jahrzehnten stellen die Brettschichtholzhersteller kombiniertes Brettschichtholz her. Dies müssen wir noch weiter treiben, indem wir hochqualitatives Holz dort einsetzen, wo wir es brauchen und Holz aus Kalamitäten, Schadholz, vielleicht sogar Altholz in den weniger beanspruchten Bereichen. Darüber hinaus wissen wir, dass die Druckfestigkeit von Holz in trockenen Umgebungsbedingungen um einiges höher ist als seine Biegezugfestigkeit. Das bedeutet für mich, wenn wir diesen Bauteilen etwas Gutes tun wollen, dann müssen wir der Zugzone etwas Gutes tun. Und das führt mich zu dem Gedanken, dass ich glaube, dass wir diesen höchst beanspruchten Bereich in Zukunft nicht mehr alleine einem Brett überlassen sollten, sondern dass wir uns mehrere Elemente nehmen, die sich gegenseitig helfen, diese großen Beanspruchungen zu übertragen, die Idee der Stäbchenlamelle. Die Stäbchenlamelle birgt jedoch weiteres Potenzial.
In ihr können dann zum Beispiel auch Bretter verarbeitet werden, welche bei Ihnen ansonsten auf dem Hof landen würden. Sehr häufig, weil diese Bretter untermaßig sind. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass diese keine guten Festigkeiten haben werden. Oder aber in Zukunft könnten wir darüber nachdenken, Brettschichtholz aus Rückbau zu verwenden. Sehr häufig tun wir uns sehr schwer damit zu sagen, mit welchen Festigkeiten wir aus rückgebauten Bauteilen denn in Zukunft arbeiten könnten. Ein mögliches Aufschließen dieser Bauteile und Verwendung dieser Abschnitte dann als Speziallamellen könnte uns helfen. Und ich würde gerne den Beweis antreten, dass wir mit diesen Stäbchenlamellen eine Mindestfestigkeit erreichen können, mit der wir dann in Zukunft sicher arbeiten können. Die Stäbchenlamelle ermöglicht uns jedoch auch, eine weitere Idee zu verfolgen. Unter dem Titel "Der Starke stützt den Schwachen" möchten wir hochwertige Lamellen mit zum Beispiel Lamellen aus Ausschuss- oder niedrigerwertigen Lamellen koppeln, um daraus Stäbchenlamellen zu erzeugen. Wir werden damit keine Hochleistungslamellen erreichen. Den unteren Teil der Kurve, der doch maßgebend ist für unsere charakteristischen Werte, den können wir jedoch ein gutes Stück hier nach rechts schieben. Gleichzeitig verringern wir deutlich die Streuung, was wiederum einen positiven Effekt auf die Zuverlässigkeit und damit die Teilsicherheitsbeiwerte hat. Wir bleiben beim Ziel der Ressourceneffizienz, kommen aber nun zu Wandbauteilen. Wandbauteile haben ja nicht nur eine tragende, sondern auch zum Beispiel eine schützende, hüllende und versorgende Funktion. In München haben wir mit Arbeiten begonnen, Brettsperrholzelementen nicht nur die tragend und raumabschließende Funktion zuzuweisen, sondern zum Beispiel auch wärmende und kühlende Funktionen oder aber durch Verwendung anderer Außenlagen eine Erhöhung des Feuerwiderstandes. Diese Entwicklung möchte ich weiterbringen in einem System, welches ich Tailored Laminated Timber, TLT, nenne. Griffige Abkürzung, kann ja nicht schaden, aber was steckt denn dort dahinter? Für die Lastabtragung horizontaler Lasten ist das klassische Brettsperrholz mit seiner rechtwinkligen Anordnung nicht so ideal. Der Sprung vom Brettsperrholz Cross zum Diagonallagenholz Diagonal Laminated Timber könnte uns helfen, die Ableitung horizontaler Lasten, die bis jetzt ja immer über einzelne Klebeflächen geht, viel direkter über Druckstäben zu ermöglichen. Zum Tailored Laminated Timber werden die Elemente dann, wenn ich sie weiter auf die jeweilige Anwendung hin optimiere. Was meine ich damit? Falls die Steifigkeiten und Festigkeiten ausreichen, Mut zur Lücke und damit Ressourcenersparnis. Die Nutzung dieser Lücken für versorgende, dämmende oder vielleicht auch für vorspannende Funktionen. Das Einbringen von Funktionslagen, zum Beispiel zur Erhöhung des Feuerwiderstandes oder für ästhetische Ansprüche. Die Nutzung von Ausschuss zur Herstellung von Stäbchenlamellen, zur Nutzung in Querlagen oder Mittellagen von Brettsperrholz. Einsatz von Laubholz in hochbeanspruchten Bereichen. Zu einigen dieser Ideen gibt es ja von Firmen bereits Entwicklungen. Das ist nicht alles neu. Wichtig wäre es meines Erachtens nun, dass wir diese in eine Art baupraktisch umsetzbaren Baukastensystem integrieren. Eine abschließende, aber noch nicht ausgegorene Idee zum Thema Ressourceneffizienz. Heutzutage stellen wir vollflächige Brettsperrholzwände her, um aus diesen anschließend sehr große Öffnungen rauszuschneiden. Aber was tun mit diesen sehr heterogenen Ausschnitten? Unsere Versuchsanstalt heißt Stahl, Holz und Steine. Vielleicht hat mich dies auf die Idee gebracht, ob wir aus diesen sehr heterogenen Ausschnitten nicht genormte Ausschnitte,
Brettsperrholzsteine herstellen können und diese verwenden in weniger beanspruchten oder in nicht tragenden Elementen. Ob wir dies verkleben, Analogie Mörtel, oder verzahnen, zum Beispiel mit einer Fremdfeder, das müssen wir noch herausfinden. Das waren nun ein paar konkrete Ideen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz. Wir pendeln zurück in die Metaebene zu einem weiteren Gedanken. Die Kosten für die Entsorgung unsortierter Baustoffe steigen stark. In den letzten 8 Jahren um bis zu 350%. Das heißt, wo früher die Preisfrage beim Rückbau kein Thema war, wird die Wiederverwendung von Bauteilen oder zumindest die Trennung von Bauteilen in wiederverwertbare Rohstoffe plötzlich auch wirtschaftlich wichtig werden. Klar ist, dass Sortenreinheit uns beim Rückbau hilft. Klar ist aber auch, Gebäude werden in Zukunft weiterhin hybrid bleiben. Denn hybride Bauteile machen einfach Sinn. Wichtig ist aber, dass wir am Ende der Lebensdauer des Gebäudes diese Bauteile entweder wiederverwenden oder aber sie auseinandernehmen können in ihre einzelnen Materialien. Also gedanklich einen Haufen Beton, einen Stapel Stahl, einen Stapel Holz. Der Karlsruher Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion steht hier seit langem für die umfangreiche Erforschung der Verbindungen im Holzbau. Und wir werden alles dafür tun, dass dies auch so bleibt. Die von Professor Blass maßgeblich mit vorangetriebene Entwicklung der Vollgewindeschrauben in Zusammenarbeit mit den Herstellern war eine Revolution im Holzbau und ist von heutigen Holzbaustellen nicht mehr wegzudenken. Die Frage ist, ob wir solche Hochleistungsverbindungen am Ende der Lebensdauer denn auch wieder gelöst bekommen. Zumindest der Nachweis wäre noch zu erbringen. Deshalb möchte ich den Bereich der Verbindungsmittelforschung das Thema der lösbaren Verbindungen ergänzen. Sowohl für Holz-Holz-Verbindungen als auch für hybride Elemente. Hier gibt es bereits sehr spannende Entwicklungen. Vorspannung. Vorspannung bietet sehr viele Vorteile. Zum einen ermöglicht uns die Vorspannung, auf eine Vielzahl an Verbindungsmitteln zu verzichten, weil die bei der Abtragung horizontaler Lasten auftretenden vertikalen Zugkräfte nun überdrückt werden können. Mit Blick auf die Ressourceneffizienz erlaubt uns die Vorspannung aber etwas weiteres. Wenn diese ausgeführt wird als verbundlose Vorspannung, und das ist Post-Tensioning, dann können wir am Ende der Lebensdauer diese einfach lösen und die Bauteile wieder auseinandernehmen und vielleicht diesen Kern an anderer Stelle wieder aufbauen. Hybride Gebäude bergen für Planer und Ausführende jedoch eine weitere Herausforderung. Und das ist das unterschiedliche Kriech- und Schwindverhalten der verschiedenen Baustoffe. Auch heute tun wir uns noch schwer, das Setzungsverhalten dieses Betonkerns im Vergleich zum Setzungsverhalten dieses Holzgebäudes genau zu ermitteln. Dies gilt im Übrigen auch für kleinere Gebäude. Viele Firmen würden, wenn sie die Wahl hätten, immer noch die Plattformbauweise bevorzugen. Klar ist aber auch, diese birgt das Risiko der Querverformungen. Die in der aktuellen Version der Norm angesetzten Werte für Langzeitverformungen sind gleich, egal welche Beanspruchung, egal welche Beanspruchungsrichtung. Für die Bemessung stellt es natürlich eine schöne Vereinfachung dar. Wir haben jedoch starke Indizien, dass die Langzeitverformungen von Holz in Faserrichtung deutlich geringer sind, wohingegen die Langzeitverformungen von Holz quer zu Faser viel höhere Werte annehmen können, vor allem in Kombination mit Holzfeuchteänderungen. Wir würden gerne diese Werte belastbar quantifizieren und des Weiteren Details für verformungsreduzierte Wanddeckenanschlüsse entwickeln.
Von dieser Detailebene gehen wir wieder zurück in die Metaebene zu einem weiteren Gedanken. Wir waren bei der Kreislauffähigkeit. Diese muss geplant werden. Wir sprechen vom Design for Reuse. Dieses Design for Reuse erfordert jedoch die dauerhafte Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Bauprodukte und ihrer Eigenschaften. Viele setzen hier auf den digitalen Zwilling. Eine spannende Entwicklung, aber irgendwie habe ich auch Zweifel. Bereits heute steht die Datenspeicherung für 8% des weltweiten Energieverbrauchs. Das extremste Beispiel ist der Bitcoin. Dieser Schildbürgerstreich verbraucht bereits heute mehr Energie als Österreich. Wie stellen wir sicher, dass wir nicht für die Speicherung dieser Daten über 80 bis 100 Jahre in einem digitalen Zwilling sehr große Mengen an Energie verbrauchen? Und wie stellen wir sicher, dass diese Daten dann überhaupt noch benutzt werden können? Windows 95 kriege ich bereits heute nicht mehr stabil zum Laufen. Nächste Frage. Woher weiß die Enkelgeneration in 80 Jahren, wo in der Vielzahl dieser Daten in dem digitalen Zwilling sie genau die Daten findet, die sie braucht? Und wenn am Ende der Tage aus dem Bauwerk ein Bauteil entnommen wurde, um es an anderer Stelle wieder einzusetzen, woher weiß ich dann für dieses Bauteil, in welchem digitalen Zwilling von früher seine Daten stecken? In unzähligen Gebäudeuntersuchungen mit Professor Kreuzinger und Professor Winter war es für uns immer am einfachsten, wenn die wichtigsten Bauteildaten, zum Beispiel Brettschichtholz, BS14C, Fichte, als Aufkleber auf dem Bauteil drauf waren. Und ich denke, das wird auch in Zukunft noch so bleiben, nur halt viel moderner, zum Beispiel als QR-Code oder RFID-Chip. Es ist viel direkter. Materialpässe. Materialpässe für Neubauten machen sicher Sinn. Helfen werden uns diese Materialpässe aber erst am Ende der Lebensdauer dieser Neubauten, also Ende des 21., Beginn des 22. Jahrhunderts. Mit dem Thema Urban Mining müssen wir aber bereits jetzt beginnen. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir mit den bestehenden Holzgebäuden machen, was wir mit den Dachstühlen machen. Status quo ist, dass auf eine sorgfältige Montage zumeist eine ziemlich grobmotorische Demontage folgt. Und über die Eigenschaften dieser Bauteile wissen wir doch häufig viel zu wenig. Gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass diese Bauteile, die in dem Zustand die Abfalleigenschaft aufweisen, wieder zurück in eine baurechtlich abgesicherte Anwendbarkeit kommen müssen. Was sehen wir an diesem Stapel? Wir sehen häufig deutlich kürzere Elemente mit mehr oder weniger gleichen Querschnittsmaßen. Von Professor Kreuzinger habe ich gelernt, dass in Zeiten des Mangels eigentlich immer die tollsten Ideen entstanden sind. Zum Beispiel die Zollinger Bauweise in Jahren der Wohnungsnot, weil viel Kriegsschutt nach dem Ersten Weltkrieg. Die Zollinger Bauweise verwendet nicht nur sehr, sehr wenig Holz, sie verwendet sehr kurze Bauteile. Vielleicht könnte man solche Ideen mal wieder dort hineinspielen. Oder aber wir greifen das vorhin Gesagte auf, trennen solche Elemente auf, um, wenn es denn Brettschichtholz ist, diese in Form von Speziallamellen wieder mit einer Mindestfestigkeit, die abgesichert ist, in einen neuen Kreislauf bringen zu können. Bislang ging es vor allem um das Bauen. Jetzt noch ein Gedanke zur Nutzung von Gebäuden, aber auch den Nutzern selbst. Seit langer Zeit weisen uns Wissenschaftler darauf hin, dass unsere Gebäude zwar energieeffizienter werden, gleichzeitig erlaubt es uns aber auch zunehmender Wohlstand, dass wir mehr und mehr Wohnfläche pro Kopf verbrauchen. Das heißt am Ende, dass der Raumwärmebedarf pro Kopf sich gar nicht so stark über die Jahre geändert hat. Klar ist, pro Kopf verbraucht ein Einfamilienhaus deutlich mehr Energie als eine vergleichbare Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im Projekt Einfach bauen wurde dies exemplarisch schön dargestellt am Vergleich der Wohnfläche eines Tiny House im Vergleich zur Hüllfläche dieses Tiny Houses gegen die Außenluft, verglichen mit der Wohnfläche
einer klassischen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Blick auf die Hüllfläche gegen die Außenluft. Die Welt wandelt sich schneller und schneller und dies wird auch in Zukunft einen Einfluss auf die Nutzung von Gebäuden haben. Nutzungen von Gebäuden werden heterogener werden. Die Nutzungsdauern einzelner Räume in diesen Gebäuden werden sich verkürzen. Gleichzeitig muss unser Ziel sein, dass die Lebensdauer der Gebäude selbst, wo die ganzen Nutzungen drinstecken, sich verlängern. Auch hier weist das sehr interessante Projekt Einfach bauen auf einige gute Gedanken hin. Die Lebensdauern von Bauteilen werden variabel bleiben. Das heißt, wir müssen in trennbaren Schichten denken. Beispiel Fassadenelemente und die Konstruktion. Oder aber, klar, wir müssen Konstruktion und technische Systeme trennen. Zauberwörtchen ist hier die Zugänglichkeit. Blau, Tragen, Konstruktion, das ist doch unsere Kernkompetenz. Diese muss sehr, sehr lange halten. Für den Holzbau bedeutet das, dass wir uns noch intensiver mit der Dauerhaftigkeit der Konstruktion beschäftigen müssen. Im Holzbau hat das natürlich auch immer einen Link zur Feuchtesicherheit von Bauwerken. Ich nehme diese Gedanken zum Anlass, um Ihnen ein paar Gedanken zur Dauerhaftigkeit mit Fokus auf die Holzfeuchte von Bauteilen zu skizzieren. In München haben wir sehr umfangreiche Untersuchungen gemacht, mit denen wir nun genauer die sich in Gebäuden einstellende Holzfeuchte und Luftfeuchte einschätzen können. Neue Bauweisen zeigen uns zwei neue interessante Arbeitsgebiete. Zum einen die Feuchtesicherheit auf der Baustelle, gerade bei großvolumigen Gebäuden. Wie gehe ich denn weiter vor im Innenausbau, wenn meine Brettsperrholzdecke durch Regenereignisse komplett nass geworden ist? Zweite Frage ist Einzelereignisse. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Leckage über einer Brettsperrholzdecke habe? Das Problem ist, diese Feuchte tropft Ihnen nicht nach unten durch. Dr. Ondio aus München hat hierzu ziemlich beeindruckende Bilder gesammelt. Ich denke, wir müssen dieses Thema wirklich angehen, gerne auch in Kooperation mit anderen Lehrstühlen zusammen. Monitoring ist eine Möglichkeit. Ich denke aber bereits, dass wir mit der Haustechnik anfangen müssen. So viel vertikal wie möglich, so wenig Rohre wie nötig horizontal und wenn horizontal, dann vielleicht als Rohr in Hüllrohrsystem, als quasi zweite Verteidigungsebene. Und dieses Hüllrohr leitet dann potenziell anfallende Feuchte an einen klar definierten Punkt. Immer noch erreichen mich Bilder und Darstellungen solcher Anschlüsse. Die Frage ist, wie reagieren diese, wenn dieser Fachwerkträger in einer Turnhalle eingebaut wird und dann auf eine Holzfeuchte von 7 bis 8% heruntertrocknet. Erwartbar ist, dass sich hier ziemliche Schwindrisse bilden. Aber was ist dann die verbleibende Tragfähigkeit dieser Anschlüsse? Hierzu haben wir noch zu wenig belastbare Werte. Und diese Frage lässt sich im Übrigen auch übertragen auf geschraubte Zugverbindungen. Wir schwingen mit unserem Pendel zurück, wieder zu einem Gedanken, und zwar einem Gedanken, der die Branche enorm betrifft. Ich denke, der mögliche große enge Flaschenhals. Uns fehlen zunehmend Facharbeiter und Fachplaner. Und ein Blick auf die Anfängerzahlen im Bauingenieurwesen in den Universitäten in Deutschland macht auch nicht sehr viel hoffnungsfroher, wobei die letzten Zahlen für das kommende Semester in Karlsruhe wieder etwas bessere Werte andeuten. Diese Zahlen betreffen übrigens sehr viele Ingenieursstudiengänge in Deutschland. Klar ist, gute Lehre leistet immer noch die allerbeste Überzeugungsarbeit. Aber wir müssen doch bereits Schüler überzeugen, diese Lehre auch anzunehmen. Meine Bitte an die Praxis wäre also, gehen Sie nicht erst auf die Jobmessen, um sich dort um die letzten verbleibenden Studierenden zu kloppen. Wir haben doch einen großen Vorteil. Wir können zeigen, was wir tun.
Nutzen wir diesen Vorteil, um bereits Schülern Exkursionen zu interessanten Baustellen anzubieten, um ihnen die Möglichkeiten der Vorfertigung, der Robotik zu zeigen. Gerne auch im Tandem. Lehrstuhlmitarbeiter mit Büromitarbeiterin bilden ein Tandem, bekommen eine Patenschule, um die sich dieses Tandem dann kümmert. Eine Firma wie Tesla bekommt 600.000 Initiativbewerbungen pro Jahr. Sicher hat das auch mit dem Image dieser Firma zu tun, aber es hat auch mit den Themen zu tun, für die diese Firma steht. Digitalisierung und Robotik. Und dort geht es doch auch bei uns hin. Ich denke auch, dass dies zumindest nicht von Nachteil für die Gewinnung von Nachwuchs sein kann. Denn es trifft deren Interessen, es trifft sogar deren Spieltrieb, würde ich fast sagen. Wir könnten also in der Öffentlichkeitsarbeit dies noch stärker in den Vordergrund rücken. Nun erlaube ich mir einen Gedanken, zu dem ich keine konkrete Handlungsempfehlung habe. Es ist mir nur einfach aufgefallen. Die Holzbauer werden diese schöne Darstellung von Mark Harrington kennen, welche den Baum in allen Skalenebenen vom Stamm über das Brett bis hin zum Molekül darstellt. Ich erlaube mir nun, diese Skala nach oben hin zu erweitern. Der traditionelle Holzbau war geprägt von ein- bis zweigeschossigen Gebäuden. Dann kam vor 10, 15 Jahren der mehrgeschossige Holzbau. Neueste Entwicklung ist Tall Timber, Hochhäuser aus Holz. Und es gibt bereits einige Träumer, die von Super Tall Timber, also Wolkenkratzern aus Holz, träumen. Der traditionelle Holzbau setzte auf Baustoffe, die dem Stamm entsprachen, Vollholzquerschnitte. Der mehrgeschossige Holzbau und einige Gebäude in Tall Timber setzen auf Bauprodukte, deren Ursprung das Brett ist, also eine Skalenebene tiefer. Andere Gebäude, Holzhochhäuser und konkrete Planungen für Super Tall Timber setzen auf Furnierschichtholz, womit wir bei der Skalenebene von Jahrringen sind. Klar, Thema Homogenisierung. Betrifft übrigens nicht nur den Holzbau, betrifft auch Betonbau. Alexander Stark ist heute hier. Auch der ultrahochfeste Beton im Viaduc du Millau setzt nicht mehr auf ein 32er Größtkorn. Ob dieses weitergehen kann, bin ich mir gar nicht so sicher. Denn Hauptfaktor für hohe Festigkeiten und Steifigkeiten ist ja immer noch der intakte Verbund von Fasern. Aber darüber hinaus muss ich diesen Gedanken einfach erstmal so stehen lassen. Klar ist aber, dass immer größere Holzbauwerke zu einem Fakt führen. Und das ist, dass wir uns mehr und mehr von im Versuch überprüfbaren Dimensionen entfernen. Wir haben gestern gelernt, dass Professor Gaber postuliert hat, dass wir den Originalmaßstab prüfen müssen. Aber unsere heutigen Großversuche greifen oft gar nicht mehr die Dimension ausgeführter Bauteile. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele zeigen für ausgeführte Bauteile und die mir bekannten größten jemals im Versuch geprüften Bauteile. Wir tragen hohe Verantwortung für unsere Gebäude. Und das bedeutet, wir müssen vorsichtig sein beim Extrapolieren. Wir werden uns aber daran gewöhnen müssen, einzelne Elemente eines Bauteils zu prüfen, zum Beispiel eine Verbindung, und uns aus diesen Ergebnissen die Tragfähigkeit des Gesamtbauteils dann zusammenzusetzen. Das weist den wissenschaftlichen Ansätzen zu Größeneffekten, Streuungen und so weiter eine zunehmende Bedeutung zu. Weiterhin bin ich jedoch ein sehr großer Fan des Versuches, Versuch macht klug. Richard Feynman, Quantenphysiker, hat es viel besser ausgedrückt. Er sagte, es ist völlig egal, wie schön Ihre Theorie ist. Wenn sie nicht mit dem Experiment übereinstimmt, ist sie falsch. Wir übertragen heute mittels K-Faktoren die experimentell überprüfbaren Randbedingungen auf die gebaute Praxis und ihre Unwägbarkeiten. Häufig bemessen wir solche Bauteile dann deterministisch an einer Stelle.
Wir könnten uns die Frage stellen, ob wir bei diesen Dimensionen vielleicht nicht ein bisschen mehr auflösen sollten in der Bemessung. Oder aber, ob wir die Überprüfung solcher Bauteile und die Detailtiefe dieser Überprüfung nicht auch von der Größe abhängig machen sollten oder aber von der Frage, wie oft kommt dieses Bauteil in unserem Bauwerk denn vor? Bausektor steht also vor großen Aufgaben. Das wussten Sie bereits vorher, der Holzbau auch. Es geben sich für uns Chancen, die aber auch mit sehr großer Verantwortung verbunden sind. Und die Community, die diese Aufgaben wirklich lösen kann, ist immer noch vergleichsweise klein. Meiner Meinung nach kann es trotzdem gelingen. Wie? Indem wir unseren Gegenüber nicht als Mitbewerber, sondern als Partner betrachten und, das ist das Zauberwörtchen, zusammenarbeiten. In den nun folgenden Folien möchte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen, wie Zusammenarbeit den Rahmen meiner Arbeit bildet. Ich definiere mich als in der Wissenschaft tätigen Ingenieur und habe das Ziel, dass die Ergebnisse unserer Forschung immer in konkrete umsetzbare Empfehlungen für die Praxis münden. Und ein Ergebnis hier kann ja die Normung sein. Normung kann Märkte öffnen, Normung setzt Spielregeln fest, idealerweise die gleichen für alle. Die Erarbeitung der nächsten Generation von Eurocodes ist Teamwork im besten Sinne. Und zwar mit Blick auf die Arbeitsgruppen und die Leiter dieser Arbeitsgruppen auch im besten europäischen Sinne. Die von mir geleitete Arbeitsgruppe darf sich, ganz grob gesagt, um all das kümmern, was mit Querzug und Schub zu tun hat und mit den zugehörigen Verstärkungen. Ihnen wird hier auffallen, dass manche der Zeichnungen, Beispiel hier oben, Sie ja schon ganz, ganz lange verwenden, und zwar in Form der europäisch-technischen Zulassungen von Schrauben, die diese Zeichnungen enthalten. Warum kommen diese dann jetzt erst in die Normung? Normen haben die Aufgabe, den allgemein anerkannten Stand der Technik abzubilden, und gleichzeitig dauert ihre Erstellung doch ziemlich lange. Ich habe das Glück, auf eine kleine, aber feine Arbeitsgruppe für diese Fragen zurückgreifen können. Eines der Kernmitglieder, Professor Jokwa, ist heute auch hier. Für Innovationen, von denen die Holzbaubranche ja in den letzten Jahren wirklich eine beeindruckende Menge hervorgebracht hat, brauchen wir aber ein anderes Transportmittel zur bauaufsichtlichen Anwendbarkeit: Zulassungen. Und die Begleitung von Firmen von der Idee bis zur bauaufsichtlichen Zulassung ist seit Jahrzehnten eine der Kernkompetenzen der Versuchsanstalt. Und ich werde alles daran setzen, dass dieses auch so bleibt. Mein liebstes Symbol internationaler Zusammenarbeit ist INTER, früher CRBW 18. Hierbei handelt es sich um die älteste noch aktive Zusammenkunft von Wissenschaftlern und Entwicklern im konstruktiven konstruktiven Holzbau, Entschuldigung. Ihr Ziel ist die Diskussion von Forschungsarbeiten, deren Ergebnisse einen konkreten Einfluss auf Normung und technische Regelwerke haben können. Von anderen Veranstaltungen unterscheidet sie, dass sie der Diskussion der präsentierten Ergebnisse genauso viel einräumt wie der Präsentation selbst. Es handelt sich um keine Großveranstaltung, das sehen Sie hier an den Bildern, sondern um eine kleine, aber vertraute Gruppe von Forschern und Entwicklern, deren Leitung über 27 Jahre Professor Blass innehatte. Vor 4 Jahren hatte ich die Ehre, die Leitung dieser Gruppe zu übernehmen. Der Zusammenhalt dieser Gruppe und das gegenseitige Vertrauen bilden den besten Nährboden für offenen, oft auch kritischen, aber immer konstruktiven Austausch. Sicherlich mehr als die Hälfte der im Eurocode 5 enthaltenen Formeln und Angaben basiert auf von dieser Gruppe diskutierten Arbeiten, enthalten mittlerweile in 50 Bänden.
Ich sprach davon, Kräfte zu bündeln, und hiermit meinte ich auch die direkte Kooperation zwischen Lehrstühlen. Stefan Winzer, ich halte die Idee des holzbewehrten Holzes immer noch für sehr zukunftsfähig. Und wir hatten das große Glück, mit Markus Lechner einen Doktoranden zu haben, der diese Idee deutlich weiter als bis zum reinen Proof of Concept gebracht hat. Vielleicht schaffen wir es ja, die hier vorhandene Expertise in den Verbindungen zu verknüpfen, um im Bereich der Fügetechniken voranzukommen. Oder aber, Stefan, wir spielen die Idee der Stäbchenlamelle hier unten mit ein. 2 Projekte aus unserer gemeinsamen Zeit in Innsbruck, die Zeugnis sind des Ideenreichtums vor allem von Roland Mader-Ebner. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die beiden von uns betreuten Doktoranden mit diesen Themen weit kommen werden. Das Stichwort Doktoranden bringt mich zu meinem nächsten Punkt, dem Nachwuchs. Für mich ist Lehre tatsächlich eine Leidenschaft. Die Arbeit für und mit Studierenden macht mir Spaß. Und für mich gibt es wenig Schöneres, als zu sehen, wie sich aus unseren Studierenden begeisterte, kompetente und verantwortlich handelnde Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln. Die Kür in der Lehre ist für mich die Anwendung des Erlernten in möglichst realitätsnahen Projektarbeiten. Und zu den schönsten Erinnerungen gehört für mich die Umsetzung dieser Projektarbeiten dann mit unseren Studierenden. Stefan, diese Projekte wurden an deinem Münchner Lehrstuhl geboren und ich bin sehr froh, einige Ausschnitte dieser, hier drüben gezeigt, mit deiner Einwilligung nun auch hier anbieten zu können. Wir waren bei der Lehre, kommen wir zu meiner eigenen. Der Leitsatz, für gute Dinge ist man selten alleine verantwortlich, gilt ganz besonders für mich. Ich sehe mich als ganz großen Glückspilz, die Unterstützung und wohlwollende Begleitung dieser 3 Personen hier erleben zu dürfen. Heinrich Kreuzinger, wenn du 2004 mich nicht angerufen hättest, damals in einer Studentenbude unter den Dächern der Maxvorstadt, ich bereitete mich auf deine Prüfung vor, stünde ich heute nicht hier. Du bist über die Jahre zu meinem Lehrmeister geworden und nicht nur im fachlichen Sinne, sondern auch im menschlichen Sinne. Denn die Werte, für die du stehst, vermagst du als einer der ganz wenigen Personen wirklich auch vorzuleben. Du hast bereits nachhaltig gelebt, als wir diesen Begriff noch gar nicht kannten. Auch warst du unglaublich ressourceneffizient. Ein Forschungsprojekt für die Schubanalogie, ein Forschungsprojekt für deine wichtigen Beiträge zu den Schwingungen, 2 Forschungsprojekte für deine Beiträge zu den Ermüdungen. Gleichzeitig hast du über 100 Doktoranden als Betreuer, häufig auch als Gutachter, kritisch, aber wohlwollend auf ihrem Weg begleitet. Stefan, vieles eint dich mit Heinrich Kreuzinger, eure fachliche Exzellenz natürlich, eure Leidenschaft für das Thema, die Empathie für viele Menschen, die den Holzbau betreiben. Das Arbeiten unter dir war anders. Wir mussten lernen, Entscheidungen selber zu treffen und auch Vertrauen in unsere Entscheidungen zu haben. Das gab mir aber etwas sehr Wichtiges, die Möglichkeit zur Entfaltung. Wenn die Ergebnisse gut wurden, hast du uns den Erfolg einheimsen lassen. Wir wussten aber immer, wenn etwas schief geht, stehst du voll hinter uns. Joachim, ich komme nicht aus deiner Schule, ich komme aus der Münchner Schule und trotzdem hast du meine Arbeit immer interessiert und konstruktiv begleitet. Als Chef habe ich dich nie erleben dürfen, darüber hat aber Rainer Görlacher gestern sicherlich sehr viel besser gesprochen als ich. Ich habe selbstverständlich allerhöchsten Respekt vor deinen Arbeiten und vor deinen Leistungen. Und auch das wurde gestern deutlich präziser dargestellt, als ich es hier könnte. Du erlaubst, dass ich auf die Wiederholung all dessen verzichte. Du stehst
nicht nur für allerhöchste Qualität, du stehst auch für Unabhängigkeit. Das ist etwas, was mir bei dir sehr stark aufgefallen ist. Du motivierst kritisches Denken und auch Kritik mal offen auszusprechen im Diskurs, bestenfalls bei Inter. Gleichzeitig hat man dir immer angemerkt, die große Freude am Austausch, sehr häufig auch ein humorvoller Austausch. Zusammenhalt ist dir sehr wichtig und das war das Erste, was ich deinem Team auch angemerkt habe, als ich hierher kommen durfte. Liebe Münchner Kollegen, ich habe sehr schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit und ich bin auch mit den Menschen, die den Münchner Lehrstuhl ausmachen, verwurzelt. Liebe Innsbrucker Kollegen, ich spüre eine ganz enge Verbundenheit zu euch und ich fühle mich froh und geehrt, dass ihr heute da seid. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann ist es das, dass diese Zeiten nicht nur eine schöne Erinnerung bleiben, sondern dass diese das Fundament bilden für bleibenden, vertrauensvollen und konstruktiven Austausch. Noch 2 Abbildungen aus der Zeit der Verabschiedung von Heinrich Kreuzinger. Und wir merken, dass du für viele ein Anker bist. 100 Jahre Versuchsanstalt, 4 Professoren, die den Holzbau maßgeblich geprägt und der Karlsruher Schule des Holzbaus zu hohem internationalen Renommee verholfen haben. Selbstverständlich empfinde ich es als enorme Ehre, den Ruf hierhin erhalten zu haben. Aber es gibt auch Momente, da fühle ich mich so. Große Fußstapfen, sagt man so schön. Richtig. Und niemand, weder ich noch irgendjemand im Raum, ist in der Lage, in die Fußstapfen von Hans-Joachim Blass zu treten. Aber vielleicht ist dieses Bild auch gar nicht richtig. Denn du, Joachim, passt am besten in deine Schuhe, ich passe am besten in meine Schuhe, Sie passen am besten in Ihre Schuhe. Und Joachim, ich bin sehr dankbar und glücklich, dass wir hier in unseren eigenen Schuhen nun zu einigen Themen nebeneinander gehen können. Und was dieses Gefühl betrifft, habe ich einen Vorteil. Ich habe nicht nur außergewöhnliche Vorgänger, ich bin auch umgeben von einem außergewöhnlichen Team. Ich habe großen Respekt für meine Vorgänger, ihre bedeutenden Beiträge für den Holzbau, für die Werte, die sie erschaffen haben. Für dieses Team hege ich große Empathie. Man sagt so schön, ein gutes Team ist mehr als die Summe seiner eigenen Teile. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das hier zutrifft. Denn dieses Team vereint das Beste aus 2 Generationen. Wissen und Erfahrung mit Talent, Ideen und auch einem Gespür für Zukunftsthemen. Ich freue mich sehr, mit diesem Team und mit Ihnen den Holzbau der Zukunft voranzubringen. Ganz herzlichen Dank.